Ich habe jetzt in meinem nächsten Blog ein paar Informationen zur KI-Verordnung und zu KI und Urheberrecht. Insbesondere geht es dabei um urheberrechtliche Herausforderungen beim Training, beim Prompting und beim Output, sowie aber auch um Besonderheiten für Hochschulen. Zunächst einmal das Urheberrecht, zum Beispiel in seiner Form als Vervielfältigungsrecht, ist ein absolutes Recht. Das heißt, der Rechtsinhaber darf erstmal damit umgehen, wie er möchte. Deswegen ist es zum Beispiel möglich, dass wir beim Trainieren eines KI-Modells wie GPT-4o oder Llama eine mögliche Verletzung dieses Vervielfältigungsrechts haben, indem wir das dort integrieren. Die Text- und Data Mining-Schranke aus dem Urheberrechtsgesetz erlaubt zwar eine vorübergehende Vervielfältigung, es ist aber wirklich wichtig, dass die Daten hierbei nicht geklaut werden dürfen und dass auch eine anschließende Löschung erfolgt. Das insbesondere maßgeblich beim Sammeln und Speichern der Daten auf einem Speichermedium, also zum Beispiel einem USB-Stick oder auf der Festplatte, wohl aber nicht beim Speichern der Informationen im neuronalen Netz selbst, also diesem technischen Konstrukt, was denn sich eigentlich hinter dem ganzen KI-Modell verbirgt, vereinfacht gesagt. Auch beim Prompting sieht es ähnlich aus. Die Verwendung geschützter Inhalte kann zunächst einmal eine mögliche Verletzung dieses Vervielfältigungsrechts oder des Urheberrechts darstellen. Anders sieht es zum Beispiel beim privaten Gebrauch aus. Wenn ich zum Beispiel mir eine Gerichtsentscheidung zusammenfassen lasse oder die maßgeblichen Entscheidungsgründe für wirklich einen ausschließlichen privaten Gebrauch, dann kann ich das auch machen. Genauso wie beispielsweise wahrscheinlich anschaulicher irgendwie eine Buchstelle, falls ich es auf dem E-Book habe, dort bei ChatGPT eingeben und zusammenfassen lassen. Interessant ist aber auch, dass der Prompt selbst ein geschütztes Werk im Sinne des Urheberrechtsgesetzes darstellen kann. Das sieht man zum Beispiel sehr schön daran, dass es aktuell sich so langsam ein neuer Berufsstand mit Prompt Engineers bildet oder aber auch gute Prompts inzwischen im Internet handelbar sind auf Webseiten wie Promptbase. Nur weil aber dieser Prompt durchaus ein geschütztes Werk darstellen kann, bedeutet das nicht automatisch, dass auch der Output einen urheberrechtlichen Schutz erfahren muss. Denn grundsätzlich schützt Urheberrecht nur menschliche Schöpfung. Insofern kann man vereinfacht gesagt sagen, dass das Urheberrecht quasi der Ausgleich ist für diese Kosten an Zeit und eventuell auch Geld, die ich quasi in meine Wertschöpfung rein investiere. Ein Urheberrechtsschutz ist aber denkbar, wenn es eine KI-assistierte Werkschöpfung ist. Insofern wird in der Rechtsliteratur gerne mal sich einer Maler-Analogie bedient, dass man sagt, wenn ich noch der Maler bleibt und beispielsweise Stable Diffusion oder auch ChatGPT nur mein Werkzeug ist oder mein Pinsel ist, dann ist es eine KI-assistierte Werkschöpfung und dann kommt mir der Urheberrechtsschutz zu. Um das Ganze mal an einem Beispiel konkret zu machen, würde ich gerne einen Fall präsentieren. Insofern wahrscheinlich ein Präzedenzfall aus China, nämlich aus einer Gerichtsentscheidung, wo eben ein Kläger einen Beklagten wegen eines Copyright Infringements, also einer Urheberrechtsverletzung, verklagte, weil dieser das letzte Bild, das wir unten in der Mitte sehen, verwendete für eine Werbung. In dieser Gerichtsentscheidung wird wirklich sehr detailliert und kleinteilig dargelegt, wie es denn überhaupt zu diesem Bild kam. Und zwar wurde zum Beispiel zuerst das Modell ausgewählt, es wurde gepromptet, Parameter geändert, sodass man bei diesem ersten Bild oben in der Mitte rauskam und dann sieht man über dem Pfeil, was denn nun für Änderungen vorgenommen wurden, um eben bei diesem letzten Bild zu landen. Es ist wirklich auch technisch ein sehr interessantes Urteil, vor allem weil dort wirklich seitenweise Parameter beschrieben werden und sich dann damit auch auseinandergesetzt wird, ab wann denn diese Höhe denn erreicht wurde, ich sag mal, wenn wir es jetzt in Deutschland so den Fall hätten, diese Schöpfungshöhe. Insofern und soweit ersichtlich gibt es noch keinen so vergleichbaren deutschen Präzedenzfall, aber da wird in Zukunft definitiv etwas kommen, weil dieses Urteil ist auch im Ausland, besonders in den USA, schon sehr häufig zitiert worden. Auch im Urheberrecht werden häufig diese Kennzeichnungspflichten verortet. Kennzeichnungspflichten können zum Beispiel dann auftreten, wenn wir auf die öffentliche Meinungsbildung Einfluss nehmen. Das zum Beispiel bei Tagesschau maßgeblich oder aber auch bei Deepfakes. Und wo wir gerade bei der Tagesschau sind, falls Sie vielleicht in letzter Zeit mal auf die Tagesschau-Website oder in die App reingeguckt haben, das sieht man häufiger inzwischen folgende Watermarks oder Wasserzeichen über diesen Bildern, nämlich dass dort dann wirklich ausdrücklich steht KI erzeugtes Bild. Links nämlich zum Beispiel bei einem Deepfake und rechts eben auch dieses im schwarzen Bild selbst drin ist eben auch
oder durch künstliche Intelligenz generiert worden. Das alles bedeutet vor allem eben auch der Grundsatz, dass Urheberrecht ganz grundsätzlich mal nur menschliche Schöpfung schützt, dass sich KI-generierte Inhalte hervorragend für Open Educational Resources eignen, was für die Hochschulen sehr interessant sein kann. Das heißt, sobald ich als Hochschule oder als lehrende Person eben Open Educational Resources möchte, kann ich durchaus auf Stable Diffusion oder auch ChatGPT oder Copilot, natürlich alles im Maßen der geltenden Regelungen an einzelnen Hochschulen zurückgreifen und damit quasi Inhalte erstellen oder eben aber auch auf andere zurückgreifen, sobald es dann Open Educational Resources sind, die KI generiert sind und nicht eben so eine KI-assistierte Werkschöpfung darstellt, was jetzt wohl im OER-Bereich eher selten der Fall sein dürfte. Auch in der Rechtsliteratur häufig verortet werden dort Plagiate und Täuschungsversuche. Plagiate sind so grundsätzlich dem Urheberrecht und zumindest dem Gesetz, auch dem Gesetzeswortlaut, nicht so ganz nahe. Vor allem ist es hier ein bisschen schwierig zu sagen, dass wir Plagiate, also ich sag mal salopp, fremde Werke einfach ohne Zitieren übernehmen, weil es vielleicht an dieser Fremdheit schon fehlen kann, wenn es denn gar keine menschliche Schöpfung sind. Man wird es daher wohl eher über Täuschungsversuche regeln müssen, zu dem wir aber später noch kommen. Diese Täuschungsversuche müssen aber vorab gesagt auch ausdrücklich geregelt werden. Zusammenfassend im Bereich Urheberrecht kann man sagen, dass, wenn wir uns das Training anschauen, hier Urheberrechtsverletzungen durchaus möglich sind, aber es eben auch gerade im Bereich Text- und Data Mining Ausnahmetatbestände gibt, die es zu prüfen gilt. Auch beim Prompting sind Urheberrechtsverletzungen möglich. Und nochmal gesagt, nur weil sich dieser urheberrechtliche Schutz auf ein Werk erstrecken kann, weil es sich auf den Prompt erstrecken kann, heißt es nicht automatisch, dass sich auch auf das Werk, das dadurch rauskommt, erstreckt. Beim Output bleibt es beim gesagten Grundsatz. Im Grundsatz nur menschliche Schöpfung geschützt. Es sind aber Ausnahmefälle möglich. Wir haben uns diesen chinesischen Sachverhalt angeschaut. Und um nochmal auf Hochschulen genauer einzugehen, für Open Educational Resources eignen sich KI-generierte Inhalte hervorragend. Ein Plagiat ist aber so grundsätzlich, wie wir es kennen, nicht so wirklich möglich. Das müsste man vermutlich über Täuschungsversuche abfangen.